2 Jahre haben wir gebraucht, um mit dem Fahrrad von Deutschland nach Indien zu kommen, und es war absolut Zeit für eine Pause. 3 Monate haben wir uns in einem kleinen Strandhäuschen in der kleinen Stadt Agonda eingenistet und haben gearbeitet und die Zeit einfach nur genossen. War schwierig, dann irgendwann wieder loszufahren, aber der Monsun kam, alles hatte schon dicht und ja, wir mussten weiter Richtung Norden. Wir haben uns dann einen Zug genommen und sind 30 Stunden mit dem Zug bis nach Neu-Delhi gefahren, in die quirlende Hauptstadt des Landes. In Neu-Delhi angekommen haben wir uns dann ein bisschen das wilde Getümmel der Stadt angeguckt. Für ein paar Tage sind wir dort geblieben und dann wurde es Zeit für eine sehr große Veränderung auf unserer Reise. Wir sind zurück nach Deutschland geflogen. So schaut's aus. Wir sind wieder in Deutschland, in Mahne, im Garten von meinen Eltern, wo wir vor über 2 Jahren losgefahren sind mit unseren Fahrrädern. Jetzt kommen gleich meine ganzen Verwandten vorbei und ja, dann gibt es ein großes Wiedersehen. Wir haben sie noch nicht gesehen, sind jetzt seit 2 Tagen in Deutschland und es kommen halt ja meine Onkel und Tanten und Opa und Cousine und Cousins und weiß der Geier was, alle. Ich freue mich riesig, wir freuen uns riesig. Olga, ja, ich weiß nicht, ist drin, bereitet noch irgendwas vor. Richtig schön. War schon ziemlich cool, an dem Ort anzukommen, wo vor 2 Jahren unsere Fahrradweltreise gestartet hat und auch nochmal selber darauf zurückblicken zu können, was wir denn schon alles gesehen und befahren haben. Und es war auch toll, unseren Verwandten und Freunden das alles nochmal zu zeigen und genau zu erzählen, durch welche Länder wir gefahren sind und was wir da erlebt haben. Wir haben so eine kleine Fotoausstellung gemacht mit ein paar Bildern aus jedem Land irgendwie und haben jeweils eine kurze Geschichte dazu erzählt. Das hat schon eine Menge Spaß gebracht, diese ganze Reise nochmal zu reflektieren und auch nochmal die ganzen tollen Erlebnisse nochmal wieder durchzuleben in Form einer schönen Geschichte. Also wir sind in Neu-Delhi im Hostel. 5 Wochen waren wir in Deutschland. Freunde und Familie wieder gesehen, war super schön. Auch Olgas Familie ist zu Besuch gekommen. Und wir haben so viele Menschen seit 2 Jahren das erste Mal wieder gesehen und das war richtig toll, die ganzen Leute wiederzusehen. Jetzt sind wir zurück in Indien. Wir sind jetzt seit 3 Tagen hier, haben unsere Räder ordentlich fit gemacht, haben diverse Ersatzteile mitgebracht und alles ausgetauscht und alles wieder auf Vordermann gebracht. Gleich schwingen wir uns wieder auf die Räder und fahren Richtung Nordindien ins Himalaya-Gebirge. Wackelig, aber ich glaube, wir kriegen das hin.
Germany. Where you are going right now? We want to go to Rishikesh. Is to by bicycle? Yes. Wow. We come from Germany to India by bicycle. Germany to India by bicycle? Yes. How many days you took? 2 years. 2 years? Yes. So since 2 years you are cycling? Yes. Wow. Thank you. So how you find India? Very good. Very good. Thank you. Friendly people. Wir sind nach wie vor in Neu-Delhi. Und ja, werden heute wahrscheinlich auch nicht wirklich aus der Stadt rauskommen. Wir werden versuchen, so 60 Kilometer zu fahren. Und werden dann wahrscheinlich immer noch in den Vorstädten sein. Und wir werden mal sehen, ob wir uns da entweder irgendwo einen Platz zum Zelten suchen. Wir haben gehört, dass man so an Tankstellen wohl irgendwie ganz gut fragen kann, ob man da an der Tankstelle direkt sein Zelt aufbauen kann. Das ist dann wohl auch relativ sicher und so weiter, weil dann da halt auch Kameras und so weiter sind. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Ansonsten nehmen wir uns halt wieder ein Hotel. Und ja, mal gucken, wie es dann morgen aussieht. Und dann langsam die Stadt verlassen. Ich weiß es nicht genau. Es sind halt so viele Menschen überall. Piep, 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 piep. Aber sonst geht's. Hello. We come from Germany to India by bicycle. Natürlich. Ohne Bicycle. Yes. So, wir haben uns jetzt auf die Suche nach einem Zeltplatz gemacht und wurden direkt irgendwie von der Polizei entdeckt. Aber der Typ war ganz nett und der hat uns jetzt hier hingewiesen, dass wir hier unser Zelt aufstellen sollen. Ja, mal gucken, wie viele Leute nachher zu Besuch kommen. Wir waren zu hungrig. Nach den 70 Kilometern, die wir heute gefahren sind, müssten nur essen, haben wir vergessen zu filmen. Und jetzt müssen wir leider umziehen. Die 2 Polizisten kamen hier und haben gesagt, dass es hier doch nicht safe ist und wir sollen ins Hotel, und wir haben hin und her irgendwie diskutiert und dann konnten wir sie überreden, ob wir nicht bei der Polizeistation irgendwie schlafen können. Sie meinen, ja, irgendwie im Hinterhof können wir unser Zelt aufbauen. Mal gucken. Hier sind wir jetzt. Wieder ein paar schaulustige Leute. Hier vorne ist irgendwie ein Tempel. Das ist die Polizeistation. Da ist auch noch irgendwie so ein Security-Gedöns und das blaue Tor wird nachher irgendwie zugemacht. Gut, und wir sind ein drittes Mal umgezogen. Eben waren wir da vorne hinter dieser Wand und jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Wand im Tempel oder in der Tempelanlage. Hier haben wir unser Zelt, oben drüber ein Ventilator. An dieser Stelle wieder ein riesengroßes Dankeschön an alle unsere Unterstützer auf Patreon. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, findest du den Link zu unserer Patreon-Seite unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Jetzt geht's weiter zum Video. So, hier haben wir jetzt heute geschlafen. Im Tempel. Das ist unser Host. Can you say your name? Rajiv Patel, Thank you very much that we could stay here in your temple. Meerut, मैं इंडिया, टेम्पल पसवारा पेपर लिमिटेड, कंपनी, Great. दिल्ली रोड, बोधिमपुर. Das war gestern alles ziemlich spannend,
ziemlich viel. Aber ja, im Endeffekt war es echt cool. Jetzt noch schön gemeinsam gefrühstückt, eine kleine Tour durch den Tempel bekommen. Haben die Nacht, naja, nicht so gut geschlafen, würde ich sagen. Es war richtig heiß in unserem Zelt. Wir haben echt richtig doll geschwitzt. Also wir haben ein paar Raucherstäbchen aufgestellt, weil wir hier unser Zelt aufgestellt haben und ein paar Moskitos unterwegs sind. So schaut's aus. Eine Mangoplantage. Die Mangoernte ist vorbei. Hoffen wir mal, dass wir heute Nacht alleine bleiben und keine neugierigen Inder zu uns kommen. Einer hat uns vorhin schon gesehen, da waren wir noch ein bisschen weiter runter von der Plantage. Wir sind deswegen wieder ein Stückchen zurückgegangen. Aber es wird jetzt auch gleich dunkel. Es könnte vielleicht klappen. Ich denke schon. Ich glaube nicht, dass hier heute Abend jemand kommt. Aber genau, wahrscheinlich werde ich jetzt den Cut machen und auf einmal werden ganz viele Inder vor unserem Zelt stehen. Fine, how are you? Huh? Where are you from? From Germany. Okay. Das sind die Berge, das ist der erste Ausblick jetzt auf die Ausläufe des Himalaya-Gebirges. Wow. Und Olga denkt, ich mache ein Foto oder so von ihr, glaube ich. Hallo. Sehr gut. Die Atmosphäre in der Stadt Rishikesh war absolut einmalig. Die Stadt liegt an dem heiligen Fluss Ganges und man spürt die Spiritualität förmlich, sobald man in die Stadt kommt. Am ganzen Fluss gibt es verschiedene Ashrams, wo die Leute Yoga machen, meditieren. Und in der Stadt selber liegen überall Kühe auf der Straße, es gibt diverse Tempel. Abends sind wir an den Fluss gegangen, an den Ganges und haben so eine Zeremonie mitgemacht, die da niemand weiß, seit wann sie letztendlich dort abgehalten wird. Jeden Tag, schon immer, wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren machen die Menschen diese Zeremonie dort. Absolut unglaubliches Sein.
So, wir sind wieder unterwegs. Ein bisschen regnerischer ist es. Es nieselt ein bisschen, aber geht einigermaßen. Wir sind jetzt noch in Rishikesh und ich werde jetzt mal gucken, wie wir aus der Stadt rauskommen. Heute ungefähr 60 Kilometer angesagt, größtenteils flach. Und ganz zum Schluss werden wir ein bisschen bergauf fahren müssen, dann geht es quasi los in die Berge. Und morgen sind wir dann richtig in den Bergen. So, hier steht unser Zelt. Ja, man sieht es irgendwie nicht ganz so gut. Und hier ist so ein kleiner Imbiss. Und den Shopbesitzer haben wir einfach gefragt, beziehungsweise die Leute, die hier saßen irgendwie, ob wir hier unser Zelt aufstellen können, weil es jetzt die ganze Zeit bergauf ging und wir echt nichts gefunden haben und es schon dunkel war. Und die Leute, die hier saßen, waren ein paar junge Leute, die sind dann mit uns da zu dem Shopbesitzer, haben quasi übersetzt auf Hindi. Und der meinte dann, ja, kein Problem, könnt ihr euer Zelt hier aufbauen. Guten Morgen. Gut geschlafen hier auf unserem Campingspot hinter dem Kiosk da hinten. Dann geht's weiter. Ordentlich in die Berge rein auf jeden Fall. Also es wird ein gutes Stück jetzt bergauf gehen. Bergige und bergige, steile und steile. Ich glaube 30 Aber Kilometer. Schöne und schöne. 30 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Ja, wird bestimmt ziemlich schön. Und so war das dann auch. Je weiter wir fuhren, desto grüner und sunkeliger wurde es. Später zog allerdings dichter Nebel auf und es fing heftig an zu regnen. Die Regenzeit hat uns doch noch erreicht. Wie wir den Regen überstanden haben und wie es weiterging, erfährst du in 2 Wochen in der nächsten Episode.